Creed is back, Fragezeichen. Ich kann nur sagen, yes, mit Wild Vetiver eingeblendet, weil ich noch nicht habe. Der erscheint jetzt Montag, den kommenden Montag. Und ich durfte ihn schon testen, eine kleine Probe bekommen. Wow, kann ich nur sagen. Wirklich wow. Also dranbleiben, mein Name ist Dennis, a.k.a. Frankstock aus Hamburg. Wir gehen rein. Yes. Ich muss das wirklich so gestehen und sagen, dass Creed back ist mit diesem Duft. Yes. So, wir haben ja Original Vetiver und so weiter. Und da habe ich mir erst gedacht, was soll das jetzt mit dem Wild Vetiver? Wird das jetzt eine stärkere Variante? Wird das jetzt irgendwie, I don't know, wird das ja schon wieder Geldmacherei und so weiter? Der Original Vetiver ist absolut nice. Ich liebe den seit Jahren, seitdem es den gibt. Und jetzt ist der Wild Vetiver am Start. Und ich kann nur sagen, ja, wow. Also, wie soll ich das beschreiben? Also gleich mal vorweg, es ist nicht eine stärkere Version von den Original Vetiver. Nein, es ist ein komplett anderer Duft. So, richtig genialer Duft einfach. Und, da kommen wir später zu, wegen der Haltbarkeit und Serge. Ein absolutes Brett, was eine Bergamotte und dieses Grüne angeht. Also, ihr bekommt, ihr merkt, ich bin sprachlos eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe den gestern drauf gehabt, meine Frau hatte den drauf gehabt. Es ist auch noch richtig eingesprüht, ne? Wir hatten da jemanden und bei Bräuninger war ich und ganz ehrlich, ist wahnsinnig. Es war absolut wahnsinnig und wenn ich das so noch jetzt die ganze Zeit, ich habe ihn heute jetzt nicht drauf, wo ich das Video mache, aber ich weiß ja im Kopf gestern, das war so genial. Ich kann euch nur sagen, ihr habt eine Bergamotte, was Grünes und was Pfeffriges. So, das ist dieses Pfeffrige mit der Bergamotte harmoniert so perfekt und dann das Grüne, was an Anfang im Endeffekt noch gar nicht so aufgelistet ist, dieses Vetiver, aber es ist einfach schon spritzig grün, Vetiver-lastig, aber nicht erdig, sondern wirklich, das macht Creed nicht, dieses Erdige, was so viele nicht mögen, sondern im Hintergrund schön so wie frisches, spritziges Gras in Frühling, Sommer, absolut perfekt. Ich muss so wirklich, guck mal, wann habe ich das letzte Mal so von Creed geschwärmt? Absolut genial. Und das ist für die Nase, ich wusste gar nicht, ganz ehrlich, es ist vielleicht jetzt kein komplexer Duft und auch nicht neu erfunden, in Anführungsstrichen, nicht neu erfunden, also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt nicht so einen direkt im Kopf gerade, interessiert jetzt auch nicht, es geht jetzt nur um den Wild Vetiver und ich muss schon sagen, das ist genial, dieses pfeffrige, dieses grün Vetiver, so ein bisschen, leicht süßlich, minimal auch und dann die Bergamotte, dann kommt nachher im Mittelteil so ein bisschen was, ja, blumenmäßig, also Rosengeranie kommt dann im Endeffekt noch da hinzu. Und das harmoniert natürlich auch. Es ist nicht so wirklich ein extrem floraler Duft. Nein, nicht, dass ihr das, also müsst ihr keine Angst haben. Aber eigentlich harmoniert es komplett. Dann wird er ein bisschen, finde ich, seifig. Das ist aber wirklich von Hautort anders, weil ein Duft ist bei jedem anders. Bei meiner Frau war anders als ich, aber trotzdem gut bei jedem. Dann kommt dieses Zedernholz, glaube ich, noch hinzu. Also was Holziges im Endeffekt. Das rundet das alles ab und Amber noch. Im Endeffekt ein absolut geniales Teil. Ein absolut geniales Teil. Schwarze Johannisbeere auch noch drin. Es ist, glaube ich, ich müsste gleich mal nachschauen, es ist überhaupt, glaube ich, kein Vetiver gelistet. Hat aber diesen Touch, einen Hintergrund, ja, also ich kann nur sagen, da hat Creed mal wieder ein geiles Teil rausgeholt. Und ich konnte, wo ich dort war, tatsächlich, also sie hatten jetzt nicht den Wild Vetiver da stehen. Wie gesagt, der kommt Montag raus. Für Leute, die da drauf scharf sind, Montag, jetzt der kommende Montag. Aber ich konnte noch einen Duft, den werde ich jetzt nicht erwähnen, aber da werde ich auch was zu machen. Habe ich auch gerochen und getestet. Den gibt es schon länger von Creed. Und da wird nächste Woche eventuell auch was zukommen. Da bin ich
Endeffekt auch sehr überrascht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, weil man darf ja nicht die anderen Releases vergessen, die Creed gemacht hat vorher, wo ich gesagt habe, okay, warum gehen sie jetzt auf diese Richtung und so, und muss das sein, und den Rest, den sie so ein bisschen meines Erachtens verwässern, weil man darf auch nicht vergessen, oder ihr solltet, ich gehe mal kurz auf Tauchstation, hier, ich habe noch die alten Versionen. Also alle Leute hier, die jetzt von Creed hier zuschauen, das ist mein Lieblingsstoff, Royal Oud. Aber schaut mal die Flüssigkeit, und das ist noch der 75er, und das ist einfach noch präsent. Diese Zedern zum Beispiel, die hier drin ist, das findet man leider in der aktuellen Version nicht mehr. Schade. Und das finde ich so traurig. Einfach dieses, es gab ja nur nicht irgendwie Gründe, die waren ja nie so schwer, zwar präsent, um die zu verwässern. Und das ist leider so in dem Fall. Ich hoffe, dass das alles mal vernünftig wiederkommt. Aber bei den Wild WTW, ob der Name wildes Wild, ob das jetzt so alles, weiß ich nicht. Aber es ist ein perfekter Frühlings-Sommerduft. Ja, oder Büro. Oder überhaupt, ja. So, und zur Haltbarkeit Sillage kann ich nur sagen, die Sillage, es ist präsent. Es ist ja ein frischer Duft, und man kennt ja Creed, das sind ja keine Beast Mode, aber der war schon präsent. Also ich würde den schon so locker mal eine 8, glaube ich, geben. Kann man fast so geben. 7, 8, mehr 8 sogar, ja. Und Haltbarkeit sind wir bei, ja, ich habe natürlich an den Tag viel gerochen, denn abends haben wir immer noch so, ich denke mal 7, 8 Stunden wird das auch so, ja, sich einpendeln. Also Wild WTW, der neue Creed-Duft, der jetzt Montag erscheinen soll, solltet ihr mal auf jeden Fall testen gehen. Ne? Und ja, da ist Creed im Endeffekt mal wieder wie so ein altes Teil richtig gut zurück. Muss man schon wirklich gestehen. Da hat Creed was richtig Geiles gemacht. Und nächste Woche, glaube ich, noch mal einen Duft raus, den ich da getestet habe. Und dann, ja, ist Creed eigentlich durch mit dem Video hier. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Es ist eigentlich, ach ja, wir können ja noch mal gucken. Guck mal hier kurz schnell auf. Im Endeffekt, denke ich nicht. Moment, Creed hatte ich schon aufgemacht. Hier haben wir den Wild WTW, ja. Es ist tatsächlich hier jedenfalls auf Parfumo kein WTW gelistet. Ja, der ist übrigens in 46 Bewertungen schon. Also ich habe dort gehört, dass der erst Montag rauskommt. Er stand da auch nicht. Ne? Und 7,9 bewertet, ja. Haltbarkeit 7,5, Sillage 7,4. Ja, sage ich ja. Er ist natürlich preislich, ja, wissen wir. Hier schreibt einer, erinnert stark an den Greenlay von Parfums de Mali, nur in blumig. Ich wollte jetzt keine Vergleiche ziehen von Parfums de Mali, aber Greenlay ist ja nur in blumigen. Ja, vielleicht könnte man das so ein bisschen sagen, aber der Greenlay ist sehr apfellastig, extrem säuerlich, gutes, geiler Duft, ne? Aber habe ich auch. Aber ja, nee, finde ich nicht ganz so, kann ich nicht ganz so finden. Aber ist auch egal, ist ja, wie gesagt, jede Nase riecht das anders. Also testet den, schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr den oder wollt ihr den testen? Ich muss wirklich sagen, da hat Creed, ihr kennt ja meine Geschichte, ne, und so. Eigentlich feiere ich Creed von Anfang an, also seitdem ich sie kenne, seit langem, da hat die hier noch keiner gefeiert. Dann wurde das leider ein bisschen komisch alles, leider schade, ein bisschen von der Haltbarkeit und von den Verwässern. Und dann kamen da ein paar Düfte raus, wo ich sage, alles klar, okay, passt zu dem Haus nicht. Aber jetzt, das ist nicht schlecht, Herr Specht. So, also, dann bin ich raus. Grüße gehen raus an euch alle und an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.